Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gameplay von Red Dead Redemption Folge 3 hier bei mir bei Monty. Und frisch ausgeschlafen und gestärkt machen wir uns jetzt auf den Weg zu Bonnie McFarlane, die uns dann sicherlich mit der nächsten Aufgabe entgegenkommen wird. Flugs über den Zaun gestiegen und ab zu Bonnie. Oh, Mr. Marston, how are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra Ja, ich bin ja so ein harter Typ. Da fällt das ja gar nicht auf. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williams. Schon What aus. you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. Hm. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Oh, Well, I apologize if I seem to be prying. schon klar, ich wollte nicht mehr richtig sein. Ja, ja. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. Da wette ich I dagegen. hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right Na now. klar, Makes you happy. We'll see. auf geht's. All right, I'll show you how we Ich nehme wieder den Weißarsch und schwing dein Hintern aufs Pferd. Und los geht's. Zack. Begib dich zum Start. Ich reite mir gegen Gegenstände, das ist ja nicht mehr normal. Meine Güte. Oh, okay. On the count of 3. 3, 2, 1, los! Go! Hau die Sporen in den Hintern. Be a gentleman about Ah! Okay, You don't okay. know me at all, Miss Ich habe das unter Kontrolle. Ich habe das alles unter Kontrolle. Come on, boy. Und wer wirft denn immer diese Rauchdinger da hinten? Let's go, Dramatische Miss Musik. McFarlane. Come on. Da ziehen wir sie doch ganz schön ab, Are die you gute saving the best McFarlane. for last? Na, Bonnie, da kommst du nicht mehr hinterher, wa? Let's go. Should I wait for you to catch up? Nee, auf die warten nicht, dann hätte es gefehlt. Yeah. How you Gib doing Gas. out there? Ah, auf diesen... I bet you're starting to regret your brave words, Miss Wie? McFarlane. Du bist jetzt immer so schnell, das kann doch nicht sein. Would you like me to slow down? Ich glaube, diesen Weg ist immer schneller, wa? Ja, ja. Ah, auf dem Weg ist das Pferd viel schneller. Also. Yeah. Und links seht ihr diesen blauen Balken. Und das ist die Ausdauer von dem Pferd. Und wenn der leer ist, dann... Och nein, nein! Nein! Wie konnte das nur passieren? Ach, Mist. Ja, wenn der Balken leer ist, ich glaube, dann schmeißt mich das Pferd runter. Komm, die kriegen wir doch nicht. Das kann doch wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, wollte ich sagen. Go. Komm, Pferdchen. Hü. Come on. Gib Gas. Na. Na. Ah. Komm schon, Schatzi. Gib Gas. Ja, ja. Ich bin diese doofe Brücke runtergefallen, ehrlich. Ich geb dir gleich. Ja. Jetzt. Ah! Nicht schon wieder Brücke. Back, Miss McFarlane. Die ist aber auch schnell. You still think you're gonna win this, don't you? Mein Pferd ist heult schon. Nein. Isn't this jolly? Come on. Na, da haben das war doch wieder die gute I think Bonnie. you chose the wrong horse, Miss McFarlane. Ah, kaum wieder vorne Schottensprüche klopfen. Ja, ja.
Alter Ego. Jetzt haben wir es selber abgezogen, die Bonnie. Nein! Nein! Nicht auf den letzten Metern, bitte nicht. Puh, das war aber knapp. Haben wir gewonnen, ist gewonnen, ne? That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo kam wieder nicht mit der Bahn I'm an. sure he could help you deal with that nice Mr. Williams. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. Ja, lehne ich hier locker am Pfosten. Oh. Ruhm plus 20. Ja, hätte ich das auch verlieren können, oder wie? Die hätte nicht gesagt, dass ich gewonnen habe. Naja, erst zum Marshall. Oder nochmal zu Bonnie. Ja, gehen wir erstmal nochmal zu Bonnie, oder? Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Und dann war es tatsächlich klüger, wie wir es gemacht haben. Weil wir ja sowieso nach Armadillo müssen. Kutsche fahren. Yay. You're looking much better, considering you were almost buzzer removed a couple of days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be Dass a sie so rancher in reden this werden, kind die of country if fahren. you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't Ich really fahre hier, entered das wäre into etwas it. auf dem It's Niveau. not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say Aua. I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know ja, there are two ist das theories of spannend, arguing ne? with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Und sie fuhren und fuhren und fuhren und die verlierten. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're Ach ja, das ist mega witzig, wenn ich halbtot am Straßenrand liege. Sense of humor. Finde ich auch. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't Oh, realize schon we were befreundet. friends, Mr. McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry Thanks. about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Mr. McFarland. I really do. So kommt Leute, es sind auf zu Schnacken, wir sind da. Way out, I'd take it. I can assure you of that. Und jetzt sind wir in Armadillo angekommen und müssen gleich mal mit dem Marshal sprechen, wenn ich die Familie nicht. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Runter vom Kütchen und ab in die Most Stadt. important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. Ach, ich bin immer noch First one's verletzt. on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Moment, ich wollte dann nicht die 15 Tacken zurückzahlen. Ich habe doch jetzt schon 19. Nein, egal, ich krieg das nicht. So. Zum Arzt. Und holen wir uns mal die Vitamine. Gratis, okay. Thank you. Und jetzt müssen wir zum Gemischtwaren müssen. Howdy. 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 Well,
Thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy you for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. Wie, du nimmst mich nicht mehr mit? Ach, Menno. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Tschüss. Ja, komm, hau ab. Hau doch. Ach Gott, hat die viel gekauft. Der Wagen war noch gar nicht leer. Krass. Wenn du Armadillo verlassen möchtest, besteige eine der Postkutschen, die gewöhnlich hinter der Fracht ein- und entladen werden. Okay, dann, was haben wir hier? Das ist ein Häuschen. Das kann ich mieten oder was? Okay, was haben wir denn hier als? Schauen wir uns mal die Karte mit der Legende. Wir haben einen Kinosaal, einen Doktor, einen Büchsenmacher und die gute Postkutsche. Natürlich auch noch den Marshall Johnson, den wir besuchen sollten. Jetzt interessiert mich aber doch mal, was der Büchsenmacher denn so Gutes an Feuergeräten zur Verfügung hat. Und Köder beim Büchsenmacher. Okay, das kann ich ja nicht. Munition und sonst habe ich nicht genügend Geld dafür. Ah gut, okay. Hat sich gelohnt. Dann besuchen wir wohl erstmal. Ach, Poker können wir noch spielen. Nee, jetzt machen wir erstmal. Gehen wir zum Marshall und schauen, was der uns so zu berichten hat. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you. And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Lecker. Kann man mal machen, mitten am Tag That fella from the train company. schlafen. No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer. You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Gut gekonnt. Put your gun down. Das sind alles so die typischen You Klischee-Typen. must be the man from Blackwater. Der Marshall mit der Zigarre, der dumme Deputy, He seems loyal. Jonah, get out of here. der krasse Gesetzlose, der auf einmal zum Guten Yes, wird. sir, Mr. Johnson, sir. Aber And you. wäre ja auch irgendwie doof, wenn Oh, I das done seen wäre. enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and prank them. Oh, hardy fucking hard. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. Ja, weil ich ja so ein krasser So Typ you're bin. happy to have him out there. I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister. And I'm here, doing what I can. Why? What's happening? Right now,
I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. I'm forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Deal. Ach nee. Klasse zurück. Wow. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Martin. So, was machen wir jetzt? Ein bisschen im Saloon hier aufräumen. Begleite Marshall Johnson zu dem Saloon. Ist das ein Coyote oder ist das ein Dorfhund? Ein Dorfhund. Ja, eine Bande böse Typen. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the range these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. Das ist hier jetzt nicht mehr. Das ist der Bösewicht, oder? Dumb rat bastard. Folgen? Wie folgen? Umlegen, Madame. Folgen. Alter, wo sind wir denn? Drücke. Ach, ich kann mein Pferd nicht mehr rufen, das ist sehr hilfreich, okay. Ist das hier? Nee, ach nee, meins ist das coole hier. Hab ich mir noch einen weißen Arsch? Yay. Okay. Verfolge Walt mit Marshall Johnson zu seinem Versteck. Jo, bisschen. Oh, der ist schnell. Eben. Ach, heute. Ja, guter Punkt. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. Schön. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Come on. Los geht's. Zwei Dinge sind mir in der kurzen Zeit aufgefallen. Für meinen Geschmack viel zu lange Sequenzen. Ich meine, Story ist ja was Wichtiges im Spiel und ich finde es ja auch blöd, wenn es nicht so ist, aber zu lang irgendwie. Und Reitwege. Auch irgendwie recht lang, oder nicht? Naja, mal schauen, wie sie das entwickelt. Vielleicht kommt es nicht mehr zu kommen. Erst schreien, dann schießen. Alles klar. Yay, meine erste Schießerei. Okay, dann können wir jetzt auch endlich mal das Dead Eye testen, was ich hier gerade vorhin schon zeigen wollte. Pam! Das war nicht Dead Eye, aber egal. Jetzt schleichen wir uns doch mal ein bisschen näher ran und dann, wenn wir mal die Möglichkeit haben, zeigen. Jetzt kann ich es euch zeigen. Achtung, Dead Eye und in Zeitlupe, Pam! Dead Eye. Nee, kein. Der ist Dead Eye. Zack. Pam! Das ist so Zeitlupenteil. Da gibt es mehrere Level. Und in den nächsten Dead Eye Level können wir irgendwie markieren und das habe ich noch nicht ganz mitbekommen. Aber das werden wir dann wahrscheinlich im Verlauf des Spiels herausfinden. Ach, der Idiot ist da drin, oder was? Wie lebend. Fasse Boden, indem du ihn in die Beine schießt. In die Beine, okay, dann schießen wir gleich mal. Pam. Und jetzt? Okay, cool. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Schön.
So, und das ist, denke ich mal, auch der passende Zeitpunkt für uns gekommen, tschö zu sagen. Das war's mit Folge 3. Ich bekomme noch 20 Taktenbar auf die Hand und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.